Seid bereit! Feindliche Infanterie! Greift an! Feuert aus der Deckung! Ja, hallo Freunde, ich bin's wieder, der Kenny. Ja, so ungefähr kann es aussehen in einer Schlacht. Ich stelle euch heute das Spiel Manowar 2 vor, welches am 15. Mai 2024 erst veröffentlicht wird. Manowar 2 ist eine Echtzeitstrategie, Einzelspieler oder Mehrspieler Kriegsspiel oder Strategiespiel, welches im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Und wie gesagt, das ist der zweite Teil der Manowar-Reihe und vom Entwickler Bestray, und der Publisher in diesem Falle ist Fulcrum Publishing. Ja, und Manowar 2 wird, wie gesagt, erst am 15. Mai 2024 veröffentlicht. Und ich teste in diesem Falle die PC-Version bei Steam, und der Einführungspreis wird wohl bei 44,99 € liegen. Ja, und bedanken möchte ich mich auch an dieser Stelle, dass mir das Spiel zum Testen zur Verfügung gestellt worden ist. Und los geht's. Ja, Manowar wird mit 3 spielbaren Nationen starten. Den Sowjets, den Amerikanern und dem Dritten Reich. Jeder mit einer eigenen Kampagne sowie 2 weiteren historischen Kampagnen und einer dynamischen Eroberungskampagne. Alle Einzelspielerinhalte können auch im Koop-Modus und bis zu 5 Spielern gespielt werden. Umfangreiches PvP und PvE-Multiplayer-Optionen sind auch mit inbegriffen. Und die Besonderheit ist dieses Ranglisten-Matchmaking. Also sprich, wenn ihr Multiplayer startet, könnt ihr in der Rangliste spielen. Ja, und Manowar 2 soll euch Echtzeitstrategie-Erlebnis aus dem Zweiten Weltkrieg bieten. Mit einer Riesenanzahl von Einheiten, die unterschiedliche Spezialisierung haben, und sollen historisch wiedergegeben werden, die Einheiten. Die KI ist fortschrittlich in diesem Manowar 2, und es gibt neue akustische Effekte und neue visuelle Effekte. Und wie gesagt, das Ganze ist als Einzelspieler PvP-Modus oder im Koop-Modus möglich. Ja, die Features zu Manowar 2. Features im Manowar 2 sind unter anderem historische und dynamische Kampagnen. Jedes Match oder jedes Spiel ist nicht das gleiche. Ja, und wenn ihr dann eine Kampagne annimmt, beziehungsweise eine historische Kampagne annimmt, dann ist es inspiriert worden von zum Beispiel der Operation Overlord von den Amerikanern oder der Operation Bagration von den Russen. Ja, und des Weiteren sollen dann intensive Multiplayer-Kämpfe im PvP stattfinden oder im Koop-Modus. Ihr könnt dann entweder 1 vs 1 spielen oder 5 vs 5. Und ihr könnt dann euer spezialisiertes Bataillon, welches ihr selber zusammenstellt, aufstellen. Ja, und weiterhin soll Manowar 2 eine volle Mod-Unterstützung haben, in der ihr eure eigenen Kampagnen oder eigenen Kriegsszenarien erstellen könnt. Ihr könnt euer Toolset modifizieren, und das Ganze ist vollständig in Steam Workshop integriert, und da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Ja, und nach einer Reihe von öffentlichen Spieltests von Manowar 2 im letzten Jahr hat man noch zusätzliche Entwicklungszeit investiert, um das Feedback der Community zu berücksichtigen. Das Spiel ist seit der letzten Open Beta mit zahlreichen technischen Verbesserungen belegt worden. Des Weiteren wurde an dem Balancing gearbeitet, und es soll an der audiovisuellen Qualität auch gearbeitet worden sein. Das Ganze in Manowar 2. Ja, ihr seht, da wurde eine Menge dran gearbeitet an Manowar 2. Und kommen wir nun zum Fazit des Spiels. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit des Spiels Manowar 2 und zu meinem
Ja, Testergebnis. Ich hatte leider nur in diesem Spiel die Möglichkeit, die Tutorial zu spielen, sprich, ich konnte kein Multiplayer-Match spielen oder keine PvE-Match spielen. Dementsprechend kann ich halt jetzt nur die Tutorial-Seite bewerten. Was die Vorteile von dem Spiel sind, es ist relativ knifflig. Die Fahrzeuge wirken relativ, oder die Fahrzeuge sind sehr realistisch gestaltet. Schöne Animationen zwischenzeitlich. Und es gibt viele Möglichkeiten in dem Spiel. Dazu kommt noch, dass die Nationen in ihrer Sprache sprechen, sprich Besatzungen sprechen so, wie sie sind. Spielt ihr die Deutschen, sprechen sie Deutsch, spielen die Russen, sprechen die Russisch, spielen die Amis oder spielt ihr die Amis, sprechen sie Englisch. Ja, und des Weiteren gibt es dann natürlich auch ein paar Negativpunkte, die mir jetzt so ein bisschen aufgefallen sind. Zum einen, wenn das Match startet oder ihr seid mitten im Gefecht, wirkt das Ganze ziemlich hektisch. Im Match dann ein hektisches Gameplay. Und ihr müsst viel Micromanagement betreiben. Wenn ihr überlegt, jede Einheit hat ihr eigenes Inventar, welches ihr nutzen könnt. Und ihr müsst jede Einheit einzeln anwählen. Dann ist das schon manchmal sehr Micromanagement-mäßig. Und was mir auch störend aufgefallen ist, wenn ein Match startet und richtig intensiv ist, gibt es zu viel Schusseffekte, zu viel Soundeffekte, die manchmal sehr irritierend sind. Wenn ich jetzt weiter weg scrolle oder so, weiter weg von der Front gehe, dann höre ich trotzdem immer noch die gleichen Schusseffekte, als wenn ich jetzt mittendrin wäre. Das war ein bisschen störend. Dann kommen wir auch jetzt mal zu meiner Bewertung zu dem Spiel. Grafikmäßig würde ich das Spiel mit einer 8 von 10 bewerten, weil ich die Grafik wirklich beeindruckend finde. Für ein ja, Kriegssimulationsspiel, Strategiespiel. Fand ich sehr, sehr cool. Wirkte auch sehr realistisch. Hat auch Spaß gemacht zuzusehen, wenn Fahrzeuge explodieren oder so ein Turm durch die Gegend fliegt. Dann kommen wir zum Sound. Den Sound, wie gesagt, bis auf die störenden Schussgeräusche, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich hier mit einer 8 von 10 bewerten. War auch stellenweise sehr atmosphärisch gestaltet und sehr gut gestaltet. Und dann zum Spielspaß. Der Spielspaß im Spiel ist relativ hoch oder ist hoch gehalten, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sein eigenes Spiel zu machen oder seine eigene Einheiten aufzustellen oder sein eigenes Bataillon aufzustellen. Dann kommt die Rangliste dazu, die auch so ein bisschen motivierend wirkt. Ne? Man will ja immer in der Rangliste weiter hochkommen. Und. Ich konnte halt, wie gesagt, immer nur im Moment nur die Tutorial-Geschichte bewerten. Und dementsprechend würde ich dem Spiel eine klare Kaufempfehlung geben. Wer es mag, Kriegsstrategiespiele zu spielen und ja, ein Fan von so einem Genre ist, der ist hier gut aufgehoben. Wie gesagt, das Spiel wird beim Einführung laut Hersteller oder laut Publisher 44,99 bei Steam kosten. Wahrscheinlich wird der Einführungspreis so 20% weniger sein. Wie gesagt, das war meine Bewertung zu dem Spiel Man of War 2. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Kommentiert das Ganze, wie ihr möchtet. Lasst bei mir noch ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ihr kennt die Geschichte. Ich brauche die nicht mal wiederholen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Kenny. Ciao.